Ja, hallo, willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute möchte ich das lang versprochene Navigationsvideo der Suunto 5 Peak vorstellen. Ich habe ein Video gemacht, in dem ich einmal gezeigt habe, wie wir das Ganze auf der Suunto App planen können, also eine Route auf der Suunto App planen können, beziehungsweise wie ihr auch Komoot-Routen dann entsprechend synchronisieren könnt. Zudem möchte ich euch einen kleinen Praxistest zeigen, wie das Ganze dann in der Praxis aussieht. Aber ich würde sagen, wir fangen einfach direkt an. Was die Routenführung angeht, habe ich ja zwei Möglichkeiten oder auch eigentlich mehrere Möglichkeiten, aber ich möchte jetzt hier zwei aufzeigen. Und zwar habt ihr einmal bei der Suunto App allein die Möglichkeit, eine Route zu planen. Dafür müsst ihr einfach nur entsprechend hier auf diesen Pfeil hier unten reingehen und dann bekommt ihr auch schon hier eine kleine Kartenübersicht. Hier könnt ihr dann entsprechend einmal euch die Heatmap anzeigen. Ich habe zum Beispiel jetzt die Heatmap für Laufen hier angezeigt bekommen, beziehungsweise ich kann hier oben das auch auswählen, was ich dann entsprechend machen möchte. Und wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte hier jetzt zum Beispiel Rad fahren, dann bekomme ich hier natürlich eine andere Heatmap angezeigt als jetzt zum Beispiel fürs Laufen. Also wir sehen jetzt hier, wird viel Rad gefahren. Ich mache es einfach mal fürs Laufen und dann will ich eine Outdoor-Karte haben. Also ich kann mir dann auch entsprechend eine Karte auswählen, was ich dann planen möchte. Und dann kann ich jetzt theoretisch hier sagen, plus eine Route erstellen. Und dann bekomme ich jetzt hier auch schon mal einen Startpunkt angezeigt. Das soll hier sein. Und dann bekomme ich hier nochmal ein paar Tipps zu Routenoptionen, ob ich jetzt freies zeichnen möchte, beliebigen Weg oder Pfad, beziehungsweise alle Wegtypen. Und so kann ich mir entsprechend das Ganze hier auswählen. Ich lasse jetzt einfach mal beliebiger Weg und Pfad. Und dann kann ich einfach hier ganz einfach durch Anklicken der Route, also wir sehen jetzt hier die Heatmap, das Gelbe, das ist keine Bundesstraße, sondern tatsächlich die Heatmap fürs Laufen. So kann ich mir dann entsprechend eine Route erstellen und mir hier was planen. Wir sehen auch hier, bekommen wir dann immer wieder diese Pfeile angezeigt, hier unten. Das sind dann die Turn-by-Turn-Navigationen, wo ich dann eine Meldung auf die Uhr bekomme, dass ich hier entsprechend abbiegen muss. Das Ganze kann ich dann auch fertig speichern. Dann sehen wir einmal hier, für welchen Workout es ist und dann kann ich das Ganze auch noch benennen. Schreibe ich jetzt einfach hier Hallo YouTube und dann sagen wir hier auf die Uhr verwenden, das Ganze speichern und dann wird es beim nächsten Mal mit synchronisiert und habe die Route entsprechend auf meiner Uhr. Die zweite Möglichkeit, die ich habe, ist, das Ganze hier entsprechend mit den verbundenen Diensten zu verbinden und zwar mit Komoot. Da könnt ihr euch entsprechend anmelden, da empfehle ich euch dann hier direkt auf Routenplanning zu gehen und dann bekommt ihr alle Apps angezeigt, die in irgendeiner Form Routenplanning anzeigen und dann sehen wir jetzt hier auch mal, was wir alles hier verwenden können. Und es ist auch ganz einfach, ihr plant auf Komoot die Tour und sobald ihr das Ganze geplant habt und auf Komoot gespeichert habt, wird es auch direkt mit der Uhr synchronisiert. Ich habe das nochmal detailliert in dem Suunto 5 Video erklärt. Das verlinke ich euch einfach mal, da habe ich gezeigt, wie ihr das Ganze mit Komoot machen könnt und auch was hier so ein bisschen die Fallstricke sein können. Ja, wie starte ich eine Navigation? Das ist eigentlich ganz einfach. Wir gehen hier auf das Workout, ihr dann ins Training hineingehen und da ist jetzt egal, also wenn ihr natürlich jetzt laufen geht, dann geht ihr ins Lauftraining rein, wenn ihr Radfahren geht, ins Radfahrtraining. Bei mir ist es jetzt ein Lauf, was wir hatten. Dann gehen wir einfach hier rein und dann müssen wir einfach einen kleinen Moment warten, bis hier Optionen kommen und dann gehen wir hier runter und dann können wir auch das Ganze entsprechend schon einstellen. Dann gehen wir einfach hier unten auf Navigation. Dann haben wir hier Brotkrümel, das ist standardmäßig immer eingestellt. Das ist einfach nur dafür da, dass wenn ihr jetzt laufen geht, quasi an den Start zurücklaufen könnt. Dann geht ihr hier auf entsprechende Routen und dann gehen wir jetzt mal ganz runter, dann werden wir gleich sehen, da ist diese 3,95 Kilometer, die wir gerade an der App geplant haben. Und dann können wir die Strecke entsprechend auswählen und bekommen hier entsprechend auch das Streckenprofil angezeigt. Dann können wir uns noch anzeigen lassen, was wir alles haben. Und es haben wir einmal 3,95 Kilometer. Der Anstieg ist 10 Meter, der Abstieg ist 13 Meter. Das kommt jetzt dadurch, dass es halt kein Rundkurs ist. Dann bekommen wir noch den höchsten Punkt angezeigt und dann die Strecke, wann sie geplant worden ist. Wenn ihr dann entsprechend das Ganze auswählen wollt, geht ihr einfach jetzt oben rein auf Navigieren. Und dann ist das Ganze auch schon entsprechend ausgeführt. Wenn ich jetzt auf Start drücke, dann bekommen wir natürlich die Meldung, dass wir kein GPS haben. Ich bin gerade im Keller. Dann können wir aber mal durch die Route gehen. Und dann sehen wir auch schon, dass wir hier einmal eine Routenabweichung haben. Wir haben jetzt kein GPS, aber hier sehen wir schon mal den Bergverlauf, den wir haben. Und ja, ich habe jetzt kein Signal. Wie das Ganze jetzt in der Praxis läuft, das zeige ich euch jetzt. Ja, wir sind jetzt hier die Suunto 5 Peak. Ich werde jetzt hier entsprechend loslaufen. Ich muss etwa eine Stunde laufen. Das lassen wir jetzt einfach mal navigieren. Ich mache einen Stride Footwork, gerade einen Trainingsplan auf der anderen Uhr. Und wir sind jetzt hier momentan bei 43%. Und dann schauen wir einfach mal, was dann am Ende des Tages rauskommt. So, jetzt kommen wir gleich zum ersten Abbiegepunkt. Beziehungsweise den ersten, den ich jetzt filme. Ich war an der Straße gelaufen. Hier vorne geht es gleich rechts ab. Wir sehen hier einen schönen Sonnenuntergang. So, wir kommen 100 Meter vorher, bekommen wir die Meldung, dass es zum Abbiegen geht. Da vorne ist die Kreuzung hier. Hier ist auch eindeutig, wo man hin muss. Die blauen Fähnchen sind immer das, was dann in bei Turn-Navigation kommt. Leider ist es weiterhin immer noch so, dass wir dann die nächste Abbiegung bekommen und nicht die aktuelle. So, dann biegen wir jetzt mal ab. Ja, dann kommen wir hier auch gleich zu einem interessanten Spot. Wir sehen hier 1, 2, 3, 4 Abbiegungen. Und bei 1 ist eine Weggabelung dabei. Ich weiß, mein Standard. Aber Weggabelungen sind immer kritisch. Und was ein bisschen nervt, ist wirklich, wenn man hier kurz stehen bleibt,
dass dann immer dieses Bewegungsgesicht da reinkommt. So, dann kommen wir jetzt zum neuralgischen Punkt. Komme ich jetzt einmal die Anzeige, 35 Meter, links abbiegen. So, dann steht hier 91 Meter. Aber es ist auch so, hier ist die Kreuzung, also das heißt, es geht dann wirklich hier links runter. Es tut mir jetzt leid wegen der Straße, ist die leider nicht ganz möglich gerade momentan. Die Wege bei uns sind einfach nicht laufbar. So, hier neuralgischer Punkt. So, ich bin auf der Kreuzung, kriege keine Meldung. Hier stand da gerade 23 Meter eine Gabelung und 2,4 Kilometer rechts. So, dann sehen wir hier die Weggabelung. Hier geht es einfach rechts ab. Hier fehlt dann die Karte. Müssen wir hier lang laufen. Wenn man es nicht weiß und es nicht eindeutig ist, natürlich echt schwierig, wenn hier keine Karte da ist. Und wieder das Problem, kurz stehen geblieben, wird sich das Ganze hier wieder bewegungsmäßig. Ich laufe jetzt absichtlich mal falsch. Jetzt schauen wir einfach mal, wie lange das dauert. Ich bin jetzt hier falsch gelaufen. Also ich muss sagen, das GPS-Bild ist gar nicht so schlecht. Das zeigt es echt doch recht gut an und die Navigationspunkte kommen auch sehr zeitnah. Ja, wir sehen schon, dass unser Punkt sich wegbewegt. Noch habe ich keine Meldung bekommen. Ja, ich weiß nicht, was schief gelaufen ist, aber ich bin jetzt über 150 Meter weg und habe keine Meldung bekommen, dass ich von der Route runter bin. Das finde ich jetzt weniger toll. Eigentlich bin ich es von der Suunto 5 gewöhnt gewesen, dass er das macht. Und eigentlich macht er das auch. Ich habe keine Ahnung, was da jetzt das Problem ist. Ich kann mich auch direkt hier nochmal zum Start wieder navigieren lassen, wenn ich jetzt irgendwie dringend zurück muss. Also das ist auch möglich. Ich kann mir dann auch meinen Standort anzeigen lassen. Also hier genaue GPS-Daten, falls mal irgendwas ist, oder das entsprechend auch abspeichern. Das ist auch möglich. Ich bekomme auch die Steigung angezeigt, beziehungsweise die restliche Steigung, die ich habe. Ich bin jetzt auf 101 Höhenmeter. Und ich muss noch 12 Meter hoch, also ich laufe jetzt hier keinen Berg. Und links das dunkelblaue ist das, was ich schon gemacht habe. Und rechts das hellblaue ist das, was noch bevorsteht. Ja, wir sehen auch ganz gut die gepunktete Linie. Das ist das, was wir gelaufen sind. Und die durchgezogene Linie ist das, was noch davor steht, beziehungsweise bevor uns steht. Und da müsst ihr einfach das entsprechend folgen. Der Pfeil zeigt natürlich dann die Bewegungsrichtung an. Und es ist auch so, wenn jetzt hier zum Beispiel wenn so eine Kurve kommt, die wir hier sehen, wird die entsprechend ja abgebildet. Das ist natürlich keine Turn-by-Turn-Navigation, weil ja auch natürlich nichts abbiegt. Aber es wird gut angezeigt, doch tatsächlich. Ja, da vorne kommt auch schon die nächste Kreuzung. Ja, und hier ist es so, hier laufe ich erst geradeaus und komme nochmal zurück. Und dann sehen wir, also ich laufe erstmal diesen Weg und laufe nachher den aber heim. Also ich komme hier wieder zurück. Ich laufe jetzt mal absichtlich, biege ich nochmal falsch ab. Mal gucken, also ich laufe jetzt hier runter, wo ich nachher heimlaufe. Mal schauen, was er macht. So, jetzt bekomme ich auch die Anzeige Routenabweichung. Also so etwa nach 100 Meter kommt dann die Meldung. Obwohl ich den Weg nachher zurücklaufe, kriege ich hier trotzdem Routenabweichung angezeigt. Und hier sehen wir gerade, was ich meinte. Ich habe nämlich 2 Doppelungen drin und jetzt muss ich rechts abbiegen. Weiterhin die Pfeile. Unten sieht man dann links. Den Weg komme ich nachher zurück und laufe dann rechts weiter. Und die Punkte sind das, was ich gelaufen bin. Ah, jetzt ist Maria. Ja, nach 1 Stunde 6 beende ich das Ganze jetzt mal und dann schauen wir mal auf den Akkustand. Ja, wir sehen jetzt hier 33% haben wir jetzt, also das heißt knapp. Ich glaube, jetzt müssen wir kurz gucken, ich glaube 42% war die Ausgangslage. Das bedeutet, dass wir knapp 10% verbraucht haben jetzt in der Zeit. Ja, das war die Navigation mit der Suunto 5 Peak. Sie ähnelt eigentlich auch dem Vorgänger. Es gibt da eigentlich kaum Unterschiede. Auch was die Planung angeht, beziehungsweise auch die Synchronisation der Routen ist auch alles ähnlich. Ja, wenn dir das Video gefallen hat, ich habe noch ein Video zur Review der Suunto 5 Peak. Da stelle ich die Uhr mal kurz vor. Das verlinke ich euch hier oben. Beziehungsweise, wenn dich Suunto-Uhren generell interessieren, da habe ich hier eine Playliste, die ich hier mal verlinke, beziehungsweise wenn du neu auf dem Kanal bist, habe ich hier eine Best-of-Playliste meines Kanals hier unten verlinkt. Ansonsten vielen Dank für deine Zeit, ich würde mich freuen, dich wieder auf meinem Kanal begrüßen zu dürfen, also lass gerne ein Abo da, bleib gesund, tschüss, bis zum nächsten Mal.